Stell dir vor, du stehst in deiner Küche und machst dir einen Tee oder sowas, ganz banal. Und plötzlich, ohne Vorwarnung, ist da diese Welle von Angst oder Wut oder ein Schmerz, den du spürst an einer Stelle, wo eigentlich gar nichts ist. Vielleicht hörst du einen Satz in deinem Kopf, der sich überhaupt nicht nach dir anfühlt. Und das Verrückte ist, du bist die ganze Zeit da, kriegst alles mit. Du bist nicht weg oder so, du hast keinen Filmriss. Du stehst einfach in der Küche, hältst deine Teetasse und etwas bewegt sich durch dich hindurch, das sich anfühlt wie ein Gast, den du nicht eingeladen hast. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann ist dieses Video genau für dich. Heute geht es nämlich um die partielle Dis. Endlich, ich weiß, ihr fragt seit Ewigkeiten danach und ich will heute nicht das Lehrbuch aufklappen, das haben wir schon mal gemacht in unserem Video zu den Dell-Kriterien. Heute will ich, dass du am Ende ein bisschen mehr Sprache für das hast, was du erlebst. Also los geht's. Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist Disting, ein Kanal von einer Betroffenen von dissoziativer Identitätsstruktur für andere Betroffene, Helfer und Interessierte am Themenkomplex Komplextrauma. Ein kurzer Hinweis, ich sage gerne Struktur statt Störung, wenn ich mich vorstelle. Die Diagnose heißt offiziell aber dissoziative Identitätsstörung und heute soll es um die Diagnose partielle dissoziative Identitätsstörung gehen, 6b65. Wenn ich dann also PDIS sage, meine ich genau das als Diagnose. Und schnell aber noch am Anfang unbedingt vielen, vielen Dank an euch, liebe Überdinger, unsere tollen Steady-Abonnenten und unsere PayPal-Unterstützer. Ihr macht das Ding erst möglich. Und danke auch an dich, wenn du unsere Videos guckst, wenn du sie likest, wenn du sie teilst, wenn du sie hypst. So wächst die Chance, dass wir mehr Menschen erreichen. Vielen Dank dafür. Intrusion. Dieser Gast in der Küche, von dem ich gerade geredet habe, das ist eine dissoziative Intrusion. Und eine Intrusion im Kontext einer strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit ist, wenn ein nicht dominanter dissoziierter Persönlichkeitsanteil nicht das ganze Steuer übernimmt, sondern sich reindrückt, irgendwie kurz dazwischen funkt, etwas nach vorne schickt, einen Gedanken, ein Gefühl, einen Schmerz, eine Bewegung, eine Stimme und so weiter. Und sich dann aber wieder zurückzieht. Kein voller Wechsel, ein Einbruch in den Alltag. Und die PDIS ist ganz grob ein System, in dem genau das der Alltag ist. Eine Frontperson oder Alltagsperson, die das Leben macht und nicht dominante Persönlichkeitsanteile, die nicht komplett übernehmen, aber reinfunken. Immer wieder. Soweit die Schublade. Aber die Schublade ist nicht das Thema heute. Das Thema ist, wie sich das anfühlt. Und da gibt es etwas, das die PDIS ganz besonders macht. Der Kern, du bist wach dafür, was da passiert. Oder du kannst wach dafür sein. Und das ist auf seine ganz eigene Weise fies. Bei dem Vollbild-Dis gibt es oft Amnesie. Der Filmriss, ich weiß nicht, was ich die letzten 2 Stunden gemacht habe. Bei der partiellen Dis ist das meistens nicht so. Und das ist der entscheidende Punkt. Du bist wach dafür. Das heißt, du siehst dich das Ding tun. Du fühlst das Gefühl, das nicht passt. Du hörst den Satz von innen, der fremd erscheint. Und du kannst dich nicht mal damit trösten, dass du weg warst. Denn du warst ja da. Voll da. Du erinnerst dich auch daran. Und gerade weil du wach dafür bist, fängst du an dir selbst zu zweifeln. Oder dich für diese Dinge auszuschimpfen. Der Gedanke kommt fast immer. Wenn ich doch da war, habe ich das nicht einfach selber gemacht? Bilde ich mir das ein? Übertreibe ich? Mache ich mich gerade nur interessant? Menschen mit voller Dis haben manchmal in Anführungszeichen saubere Amnesie, die dann als Beweis dienen kann, ihre eigenen Zweifel zu besänftigen. Da war wirklich was. Ich war weg. Da ist also wirklich Dissoziation. Das ist ein kleiner, aber halt ein markanter Unterschied. Aber du hast das nicht. Du hast stattdessen diesen Zwischenraum, in dem du alles mitkriegst und trotzdem das Gefühl hast, es war nicht ganz deins. Du warst das nicht. Und dieser Zwischenraum ist die perfekte Brutstätte für Selbstzweifel. Und obwohl auch voll Dis-Menschen Selbstzweifel haben, meiner Erfahrung nach habe ich das Gefühl, dass es Menschen mit partieller Dis einfach noch mehr so geht. Ich sag dir das so deutlich, weil ich will, dass du es einmal von außen hörst. Dass du wach warst, macht es nicht weniger echt. Weniger Amnesie heißt nicht unbedingt weniger Dissoziation. Es heißt nur, dass deine Dissoziation eine andere Form hat. Eine, bei der du Zuschauerin deiner eigenen Intrusionen bist. Das kann oft sogar anstrengender sein, nicht harmloser. Und trotzdem
an die Volldis-Systeme unter euch. Ja, auch wir erleben diesen Zwischenraum und diese Dinge, die wir mitkriegen. Besonders dann, wenn wir schon eine Weile an Innenkommunikation gearbeitet haben. Oder auch gerade bei polyfragmentierten Dis-Systemen. Also wenn die sehr viele Splitter im Innen haben. Dann gibt es oft Cluster von Persönlichkeiten, die sich innerhalb dieser Cluster genauso verhalten, als hätten sie eine partielle Dis mit Kommunikation dazwischen, haben aber zu anderen Innenpersonen und oder anderen Clustern von Innenpersonen volle Amnesie. Darum ist das insgesamt eine Vollform der Dis. Okay, aber zurück jetzt zur partiellen Dis und den Intrusionen. Ich wollte das aber nur gesagt haben, weil sonst wird das auf jeden Fall kommentiert und dann denkt man, hey, was, wir haben das doch auch. Ja, Dissoziation ist ein Spektrum und wenn du ein Vollbild hast, dann nimmst du alle anderen Sachen mit. Stimmt. Wie fühlen sich solche Intrusionen bei einer partiellen Dis an? Lass uns ein paar verschiedene Versionen durchgehen. Vielleicht erkennst du dich da ja wieder. Manche Intrusionen sind nur innen. Das sind Gedanken, die plötzlich da sind und sich fremd anfühlen. Nicht selten sind die abwertend und hart. Was machst du da schon wieder? So schusselig kann ja keiner sein. Und du denkst, Moment, das ist nicht meine Stimme. Oder Gefühle aus dem Nichts, die kommen. Diese Angst an der Supermarktkasse, für die es keinen Grund gibt. Eine Wut, die viel zu groß ist für das, was gerade passiert. Oder die auf etwas reagiert, was eigentlich nicht so relevant scheint für dich. Manche Intrusionen wirken auch nach außen. Das sind oft die irritierendsten dann in so einem Fall. Zum Beispiel eine Stimme, die von innen kommt. Nicht psychotisch. Du checkst schon, dass das von dir kommt. Aber es passt nicht zu dir. Und du hast es auch nicht gemacht. Es fühlt sich fremd an. Oder ein körperliches Ding. Schmerz ohne Ursache. Ein Druck. Das Gefühl, berührt zu werden. Manchmal sogar das Gefühl, dein Körper sei plötzlich größer, kleiner, jünger und so weiter. So eine Intrusion kann auch eine Bewegung sein. Ein Zucken. Eine Hand, die etwas tut, das du nicht angesteuert hast. Oder eine ganze Handlung. Du läufst los und räumst etwas weg. Und es fühlt sich an, als wäre die Entscheidung nicht bei dir gewesen. Und manchmal hast du danach Schwierigkeiten, den Vorgang genau zu erinnern. Es fühlt sich an, als wärst du total zerstreut oder unkonzentriert gewesen. Aber die Handlung selber war gar nicht zerstreut, sondern sehr konkret ausgeführt. Rückblickend kannst du sie dir aber nicht erklären. Es gibt 2 Marker, an denen du eine dissoziative Intrusion von ich bin halt gerade mies drauf oder ich bin halt ein Schussel unterscheiden kannst. Erstens, sie fühlt sich fremd an, nicht wie du. Zweitens, sie hat ein Muster. Das ist etwas, was man bewusst beobachten muss natürlich. Wenn man so beiläufig automatisiert vor sich hin lebt, fällt einem das vermutlich nicht auf. Aber dissoziative Intrusionen sind nicht zufällig. Sie kommen bei einem bestimmten Trigger an einer bestimmten Stelle. Zum Beispiel in einer bestimmten Art von Situation oder bei einer bestimmten Beziehungsdynamik oder so. Aber dann immer wieder dieselbe Reaktion. Das ist kein schlechter Tag. Das ist etwas, das im Körper sitzt und ein Stück Vergangenheit wiederholt. Und das ist bei einer partiellen Dis ziemlich konkret der Fall. Ich möchte euch gern ein Werkzeug an die Hand geben, das helfen kann, euer eigenes Erleben besser einzuordnen in solchen Momenten. Ich habe das von Gabriela Rist und ich finde es richtig gut, weil es das Diffuse messbar macht. Es geht um 2 Begriffe. Ich-Syntonie und Ich-Dystonie. Ich-Syntonie heißt, dass sich etwas zu mir gehörig anfühlt. Das sind meine Gedanken, das ist mein Gefühl, mein Impuls. Und Ich-Dystonie heißt, dass sich etwas fremd anfühlt, störend, nicht zu mir gehörig. Ich-Syntonie und Ich-Dystonie haben beide die Endung Tonie, vom griechischen Tonos, also Spannung, Klang, Stimmung. Denk an Töne, die zusammenpassen. Ein gut gestimmtes Instrument. Ich-Synton, Syn zusammen, heißt also etwas klingt im Einklang mit mir. Das sind meine Gedanken, das ist mein Gefühl, mein Impuls. Ich-Dystonie, dys, gestört, abweichend, heißt etwas klingt im Misston, fremd, störend, nicht zu mir gehörig. Und dazwischen gibt es eine Leiter oder ein Spektrum. Ich mache es an einem ganz alltäglichen Beispiel fest. Sagen wir, du findest irgendwas, das du gemacht hast und du kannst dich nicht so recht dazu verhalten. Erste Stufe, volle Syntonie. Das war ich, das wollte ich so.
Ganz normales menschliches Hin und Her. Jeder kennt das. Will ich den grünen oder den karierten Rock? Das ist keine Dissoziation. Das ist ein ganz normaler Dienstag. Zweite Stufe, leichte Dystonie. Ich habe etwas gemacht, aber eigentlich wollte ich das gar nicht. Du erkennst dich noch in der Handlung, aber mit ein bisschen Widerstand. Dritte Stufe, mittlere Dystonie. Da ist ein Ergebnis und du denkst, ich muss es wohl gewesen sein. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Aber ich finde es schrecklich, das passt gar nicht zu mir. Du schließt auf dich anhand der Umstände, aber es fühlt sich nicht mehr nach dir an. Und die vierte Stufe, eine schwere Dystonie. Ich sehe das Ergebnis, aber ich war das nicht. Wer war das? Hier ist die Distanz also am allergrößten, super weit weg von dir. Eine starke Dissoziation. Und diese Leiter ist Gold wert im Alltag, weil sie dir erlaubt zu sagen, aha, ich war heute nicht voll weg, aber ich war auch nicht bei Stufe 1. Ich war irgendwo bei 3, vermutlich. Genau dieses irgendwo dazwischen ist das Zuhause der partiellen Dis. Du bist selten ganz weg, aber oft eben auch nicht ganz da. Und das gilt übrigens für harmlose Dinge genauso wie für schwerere Dinge. Wenn du dich bei den oberen Stufen wiederfindest, ist das ein Hinweis darauf, dass es ernst genommen werden sollte. Und am besten solltest du sowas mit einer traumasensiblen Begleitung an deiner Seite bearbeiten. Aber dazu vielleicht am Ende mehr. Und wie ist das jetzt nochmal mit der vollen Dis? Was ist der Unterschied? Also damit der Unterschied klar wird, mache ich jetzt ein ganz plakatives Beispiel. Und ich sage ausdrücklich plakativ, weil die Wahrheit komplexer ist. Also eigentlich immer komplexer ist. Im einfachen Lehrbuchbild übernehmen bei der Dis voll dissoziierte Persönlichkeitsanteile komplett das Steuer mit Amnesie. Bei der P-Dis bleibt die Frontperson am Steuer und irgendwas oder irgendwer quakt von hinten rein und funkt dazwischen. Aber, und das ist mir wichtig, weil eben viele von unseren Zuschauern als Dis-System leben. So sauber ist das in echt fast nie. Dis-Systeme können enorm komplex sein. Es gibt Co-Bewusstsein, bei dem mehrere gleichzeitig mithören. Es gibt Blending, wenn Anteile sich überlagern. Es gibt Teilwechsel statt ganzer Wechsel. Es gibt polyfragmentierte Systeme, bei denen die P-Dis und Dis auch gerne mal nebeneinander bestehen. Manchmal gibt es auch gar keinen klaren Host im System. Die Vorstellung von der einen Frontperson, die brav auf dem Fahrersitz hockt und fährt, bis jemand sie ablöst, das ist ein reines Arbeitsmodell. Das ist kein Naturgesetz. Kennst du einen Dis-Betroffenen, kennst du halt auch nur einen Dis-Betroffenen. Was die partielle Dis als Erleben trotzdem erkennbar macht, ist die Mischung. Überwiegend ein dominanter Zustand, Intrusionen statt Übernahme und meistens wenig oder nur kurze Amnesie. Das ist die Signatur. Nicht die Anzahl der Persönlichkeiten, nicht wie dramatisch das nach außen aussieht. Jetzt kommt ein bisschen ein gewagter Gedanke für euch partielle Disler da draußen, weil ich denke, in einem bestimmten Aspekt ist die partielle Dis sogar eine gute Botschaft so auf dem Spektrum der strukturellen dissoziativen Störungen. Weil du bei einer partiellen Dis so wach bist und weil diese Intrusionen fast immer direkt aus dem Trauma kommen, hast du etwas in der Hand, das bei der Vollform-Dis oft fehlt. Einen ziemlich direkten Draht nach innen und zum Kern der Ursache und damit auch zur Lösung. Bei der Vollform-Dis haben viele Anteile ganz unterschiedliche Jobs und längst nicht alles dreht sich ums Trauma. Bei der partiellen Dis sind diese Einbrüche oft fast schon Mitteilungen. Hier, das gehört zu dem damals. Und weil du wach bist, kannst du sie beobachten. Du kannst fast schon mitschreiben, wenn du offen dafür bist, zugegeben. Das ist nicht so einfach, weil man hat eben auch diese großen Ängste und Phobien gegenüber den Traumata im Innen. Ich sage ja, das ist jetzt eine steile These so. Aber du könntest zum Beispiel in der Therapie sagen, immer in dieser Art Situation kommt dieser Schmerz. Aus was zur Hölle ist das? Wird dann langsam in stetiger Arbeit das hängt mit diesem und jenem zusammen. Und da hast du dann die Möglichkeit, direkt therapeutisch zu arbeiten. Bei der P-Dis kann man manchmal, wenn man sich traut, recht direkt mit dem Persönlichkeitsanteil hinter so einer körperlichen Intrusion
nonverbal kommunizieren, ihm innerlich signalisieren, jetzt ist nichts, du bist nicht mehr dort. Und dann lässt der Schmerz oft nach. Keine Worte, kein Hervortreten, aber ein inneres Zuhören. Das ist der Moment, in dem aus Angst Neugier werden kann. Und Neugier statt Angst gegenüber dem eigenen Innen, das verändert alles. So, und jetzt kommt so ein typischer Dis-Ding-Erklärbär-Teil. Wer keine Lust auf Diagnosebegriffe hat, kann jetzt zum letzten Kapitel skippen. Aber es kommt jetzt eine längere Begriffseinordnung zu den Diagnosebegriffen, also den verschiedenen Schubladen, in die wir so eingeordnet sind. Und das ist mir einfach wichtig, weil online oft ein ziemliches Chaos herrscht, wenn es um die partielle dissoziative Identitätsstörung geht. Viele Betroffene und Kanäle, vor allem aus dem englischsprachigen Raum, mischen alte und neue Begriffe aus dem DSM und dem ICD-Vokabular und dann weiß keiner mehr, wovon eigentlich die Rede ist. Also um das mal ordentlich aufzudröseln, hier unser Text. Es gibt für Ärzte, Therapeuten und Diagnostiker offizielle Klassifikationssysteme, die man verwendet, um eine Diagnose zu stellen, um einen Patienten dann korrekt behandeln zu können. Da gibt es auf der einen Seite international die ICD. Das steht für International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Zu Deutsch die internationale Klassifikation der Krankheiten. Und die gibt es seit 2019 in der 11. Revision. Darum heißt sie ICD-11. In Deutschland wird sie ab 2027 bindend. Bis dahin diagnostizieren viele noch nach ICD-10. Oder sie nutzen die alten Diagnosecodes mit neuen Begriffen. In der ICD-11 gibt es im Bereich der Traumastörungen bzw. der stressbedingten Störungen sehr große Veränderungen zur Vorgängerversion. Wer das genauer wissen will, wir haben 2019 ein Video dazu gemacht. Das verlinken wir auch in der Beschreibung unter dem Video. Im alten ICD-10 hieß die dissoziative Identitätsstörung noch multiple Persönlichkeit oder multiple Persönlichkeitsstörung MPS. Der Code war F4481. In der ICD-11 kommt die neue Kategorie komplexe posttraumatische Belastungsstörung dazu und die MPS wird umbenannt in dissoziative Identitätsstörung DIS. 6b, 6.4. Das hat man gemacht, zum einen, weil es dann weniger Verwechslung mit den Persönlichkeitsstörungen gibt und der dissoziative Kernaspekt dann im Namen auch enthalten ist, aber auch, weil der Begriff international schon lange gültig ist. Dazu kommen wir gleich. So, jetzt aber zur partiellen Dis konkret. Im alten ICD-10 gab es also keine Diagnose, die partielle Dis heißt. Menschen, die heute mit einer P-Dis diagnostiziert werden, wurden damals mit der Diagnose DSNNS oder DSNNB, dissoziative Störung, nicht näher spezifiziert oder bezeichnet, auf Englisch DDNOS, Dissociative Disorder Not Otherwise Specified, mit dem Code F449 in der Gruppe der Konversionsstörungen diagnostiziert. Und da gibt es verwirrenderweise in der Fachliteratur auch noch Varianten davon. Es gibt auch NNSDS und NNBDS für nicht näher spezifizierte oder nicht näher bezeichnete dissoziative Störungen. Da sind die Worte einfach anders geordnet, um näher am DSM zu sein. Zum Beispiel Ursula Gast macht das gerne. Aber lasst euch davon nicht verwirren, ist egal. So, jedenfalls. Das war eine eher grobe Kategorie, in die alle Patienten kamen, die auf dem dissoziativen Spektrum angesiedelt werden konnten, aber man entweder noch keine klare multiple Persönlichkeitsstörungsdiagnose vergeben konnte oder bei denen nicht alle Aspekte einer Vollform MPS vorlagen. Also alle Menschen, bei denen ungefähr irgendwas sehr Dissoziatives passiert, aber wir legen uns halt mal nicht fest. So eine Kategorie war das. Die ICD-11 vereinfacht das jetzt und macht es konkreter mit der neuen Diagnosekategorie partielle Dis 6b65 für Menschen, die unter einer strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit leiden, aber nicht alle Aspekte einer Vollform Dis zutreffen. Es ist also entschlackt worden. Die Sache an sich war also absolut nicht neu. Klar, sonst hätte man die Kategorie ja gar nicht eingeführt. Aber der Begriff
der ist jetzt neu. Und oft sprechen Artikel jetzt von einer neuen Diagnose und sagen, da gibt es keine Forschung dazu und so weiter. Aber das ist meiner Meinung nach nicht besonders ehrlich. Denn natürlich gab es die Phänomene schon immer, aber eben unter einem anderen Namen. Und da findet man dann auch Forschung. So, das ist die eine Seite der ICD. Aber besonders für die Internetnutzer muss ich jetzt noch die andere Seite ansprechen. In den USA gibt es nämlich neben dem ICD von der WHO noch ein anderes Diagnosemanual speziell für psychische Erkrankungen. Das wird von der American Psychiatric Association herausgegeben und heißt DSM, Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders. Und aktuell gilt das DSM 5, also die 5. Revision. Und in den USA und oft auch in anderen englischsprachigen DIS-Communities oder auch in der Forschung über dissoziative Phänomene spricht man schon seit Jahren mit diesen Begriffen, also den Begriffen aus dem DSM und nicht immer mit denen aus dem ICD. Und dort heißt die DIS seit 1993/94, damals noch das DSM-4, dissoziative Identitätsstörung. Und das, was wir in Deutschland mit der DSNNS oder DSNNB beziehungsweise DSNS oder DSNB oder heute der partiellen DIS diagnostizieren, heißt dort im DSM OSDD, Other Specified Dissociative Disorder. Und bei der gibt es dann noch bestimmte Unterkategorien. Das ist aber für uns nicht so wichtig. Ist ja jetzt schon genug Namenschaos. Aber das ist der Grund, warum gerade englischsprachige Informationen oft scheinbar mit 3 verschiedenen Versionen von Diagnosen umgehen. Mit OSDD, weil das eben ein Diagnosename aus dem DSM ist, und mit PDIS und DIS, weil das die Diagnosen aus dem ICD sind. Der wichtigste Punkt ist, für die Behandlung macht die genaue Schublade tatsächlich kaum einen Unterschied. Für dein Selbstverständnis kann sie aber natürlich alles bedeuten. Beides darf gleichzeitig wahr sein. Und Diagnosen dürfen sich auch ändern über die Zeit. Das ist schon normal. Und hier auf DIS-Ding sprechen wir immer von beidem. PDIS und DIS. Auch wenn wir das nicht in jedem Satz benennen. Im Gegenteil, wenn wir nur von dem einen oder nur von dem anderen sprechen, sagen wir euch das eigentlich immer in den Videos. Also fast alles, was wir zur DIS sagen, trifft auch auf die PDIS zu und umgekehrt sowieso alles. Aber weil es in großen Teilen im Umgang, im Erleben und vor allem in der Behandlung keine weltbewegenden Unterschiede gibt, sprechen wir nicht immer explizit von PDIS. Aber ich versuche mich da zu bessern, weil es von so vielen von euch wirklich oft kommentiert wird und ich immer wieder gebeten werde, was zur PDIS zu sagen. Und ich checke, ich muss das einfach immer mit dazu sagen. Tut mir leid, ich gelobe Besserung. Ja, ich hoffe echt, dass ich daran denken kann. So, aber was könnt ihr heute praktisch mitnehmen? Ich bin nicht eure Therapeutin. Und Selbsthilfe ersetzt keine professionelle Traumabehandlung. Aber das Erste, was euch nach vorne bringt, ist fast immer zu verstehen, statt zu bekämpfen, was in eurem Inneren vorgeht. Die meisten von uns wollen zuerst diese dissoziierten Persönlichkeitsanteile einfach wegdrücken und alles ganz normal haben. Und das ist auch echt verständlich. Und meiner Erfahrung nach frage ich mich oft, ob dieser Impuls bei Menschen mit einer partiellen DIS sogar noch stärker in den Alltag reicht, weil es für die ja sozusagen immer in die Fresse präsent ist. Wenn irgendwas Dissoziatives passiert und man das irgendwie als falschen oder fehlerhaften Aspekt oder Zwang von sich selber auffasst und dann ausmerzen will und sich selber Vorwürfe macht, dann ist das definitiv belastend. Bei einem Vollbild-Dis-System ist manchmal die Dissoziation so tief, dass sich das, wenn es einem überhaupt bewusst wird im Alltag, als getrennter und anders als ich anfühlt, also noch anderer. Und es könnte sein, dass man dann vielleicht sogar einen Ticken weniger Abscheu und Scham empfindet, aber kommentiert mal drunter, wie seht ihr das so? Keine Ahnung, ist jetzt nur so eine Überlegung von mir. Aber was uns alle weiterbringt, da bin ich mir sicher, ist, diese Dinge erstmal zu akzeptieren und sie nicht zu verteufeln. Und im nächsten Schritt danach, sie einfach für sich zu beobachten und kennenzulernen, ohne sie
mit bösen Namen zu betiteln und schlecht darüber zu denken. Und ich weiß, es ist eine Herausforderung, auch. Und auch wenn ihr eine partielle Dis habt und ich gesagt habe, diese Intrusionen sind oft Hinweise auf Trauma, wühlt bitte nicht zuerst an diesen traumatischen Ursachen herum. Warum bist du hier? Das kann triggern. Und das kann sehr destabilisierend sein. Denkt ihr, aha, da ist diese Sache oder dieser Persönlichkeitsanteil und er macht dieses oder jenes. Beobachtend einfach. Und dann zu fragen, was brauchst du, während du hier bist? Nicht, warum bist du hier? Wisst ihr, was ich meine? Also erstmal eine Atmosphäre zu schaffen, wo man sein kann, das kann im Alltag schon so viel Erleichterung geben. Und nochmal, ehrlicherweise kann das schon echt viel Arbeit und Überwindung sein, weil man da gegen innere Phobien ankämpft. Aber das könnt ihr zu Hause selber schon ein gutes Stück erarbeiten. Nur in die Traumaarbeit, da solltest du alleine nicht einfach reinbohren. Außerdem sind wir da einfach begrenzt. Man braucht dazu eine tragende Beziehung und professionelle Hilfe, weil im Kern super oft oder immer eine Form von chaotischer Bindung oder halt wirklich destruktiven Bindungsmustern steht. Und das braucht eben Beziehung, um zu heilen. Aber natürlich weiß ich auch, wir hatten das ja neulich erst, es ist nicht so leicht, einen Therapieplatz zu finden, wenn man komplexes Trauma oder dissoziative Störungen hat. Manche von euch suchen seit Jahren, das ist real und es ist nicht eure Schuld. Und trotzdem gehört diese tiefergehende Arbeit und das Durcharbeiten von Traumata in einen professionellen, sicheren Rahmen und eben diese tragende therapeutische Beziehung. So, das Fazit zum Mitnehmen für euch nochmal ganz kurz zusammengefasst. Partielle Dis heißt, du bleibst meistens am Steuer, aber dissoziierte Persönlichkeitsanteile funken rein als Gedanke, Gefühl, Stimme, Schmerz, Bewegung, Handlung und so weiter. Du bist wach dafür und genau das macht es so verwirrend und lässt dich selber gerne mal an dir zweifeln. Aber es ist echt, es hat ein Muster und es ist oft ein erstaunlich direkter Draht zu dem, was geheilt werden will und zu deiner Geschichte. Aber jetzt seid ihr dran. Wenn ihr eine partielle Dis kennt, wenn ihr das erlebt, wie geht's euch damit? Wo seid ihr auf der Leiter zwischen das war ich und wer war das? Wo findet ihr euch am häufigsten wieder? Schreibt's gerne in die Kommentare und sagt mir, was ihr für Erfahrungen habt und ob das Video euch in irgendeiner Form weiterhelfen konnte. Das finde ich immer besonders interessant. Und wenn ihr möchtet und unsere Arbeit gut findet, dann könnt ihr uns auf Steady mit einem monatlichen Abo unterstützen und Teil der Überdinger werden. Oder ihr könnt uns über PayPal ein Trinkgeld dalassen. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und in der Videobeschreibung unter dem Video sind außerdem Telefonnummern, falls ihr akut Hilfe braucht. Da sind Links zu interessanten Homepages, Videos und YouTube-Kanälen, die über die dissoziative Identitätsstörung aufklären. Und zum Schluss kommt der wichtigste Satz des Tages. Du bist ein wunderbarer, sehr wertvoller Mensch. Lasst dir niemals irgendwas anderes erzählen. Passt gut auf euch auf. Tschüss, euer Dist.